Vielleicht kennst du die Situation, dass du Urlaube gar nicht mehr buchst, weil du nicht weißt, ob du im Schub gut versorgt bist vor Ort. Vielleicht kennst du auch solche Situationen, dass du einem Geburtstag zum Beispiel gar nicht mehr zusagst, weil du Angst hast, der oder diejenige zu sein, die in letzter Sekunde wieder absagen muss aufgrund ihrer Erkrankung. Das ist der Ist-Zustand von vielen Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Und ehe man sich versieht, landet man in so einer isolierten Rolle, in so einem Stillstand. Und viele Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung beklagen genau diesen Stillstand. Man kommt irgendwie nicht mehr voran. Man kann gar nicht mehr richtig planen. Man ist irgendwie nur noch krankheitsgeleitet. Und da möchte ich gerne in diesem Video mal mit dir drauf gucken. Und wir beschreiben das Ganze mal. Wir schauen mal, wo kommt das her. Und ich würde ganz gerne mit dir auch ganz kurz darauf eingehen, wie man das ein bisschen aufgelöst bekommt oder zumindest dem etwas entgegenstellen kann. Erinnere dich bitte einfach mal daran, an die Zeit, wo du damals deine Symptome nur hattest und deine Diagnose nicht hattest. Wie warst du da? Wie hast du deinen Alltag gelebt? Bist du in Urlaub gefahren? Bist du zu Geburtstagen gegangen? Wie hat das Ganze funktioniert? Bei mir war das damals so, dass ich trotzdem nach Barcelona geflogen bin und trotzdem das Essen nicht vertragen habe. Und ich hatte eine wunderbare Zeit und denke da heute noch drüber nach. Ich saß im Bratsch auf einer Insel, wo ich heute zurückgucke und denke mir, ey, da hätte der Darm schon reißen können. Aber ich hatte eine wunderbare Zeit. War es nicht bei dir auch so, dass du viel risikofreudiger warst damals? Jetzt geht es natürlich nicht darum zu sagen, hey, mach leichtsinnige Dinge trotz deiner Erkrankung. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir erkennen, dass wir damals vielleicht ein bisschen risikofreudiger waren, weil wir weniger wussten über unsere Erkrankung. Und das leitet uns dahin, warum wir heute uns selber oft ausbremsen. Denn im Laufe unserer Zeit mit der Erkrankung haben wir viele schlechte Situationen erlebt, viele schlimme Erlebnisse erlebt, haben uns in die Hose gemacht vielleicht, während wir irgendwo draußen waren, haben eine Versorgung des Stomas nicht hinbekommen, haben viele Operationen hinter uns. Diese Krankheit fordert uns und sie überfordert uns auch teilweise extrem. Und daraus wiederum entstehen Ängste, oftmals auch massive Ängste. Es gibt so viele Menschen, die sich nicht mehr raustrauen. Ich selber habe nach meiner Rückverlegung des Stomas bestimmt, ich glaube, wenn ich zurückdenke, ein halbes Jahr ungefähr, das Haus nicht mehr verlassen können. Auch aufgrund von Ängsten natürlich, nicht nur organisch bedingt. Und diese Angst, je länger sie sich manifestiert bei uns, die wieder aufzulösen, das ist eine schwierige Aufgabe, je länger du sie einfach so akzeptierst und mit dir durch den Alltag nimmst. Und ich darf ja seit Jahren mit Menschen zusammenarbeiten und ich sehe es immer wieder auch in deren Leben. Angst kostet Energie, Lebensfreude und am Ende auch Lebensenergie. Aber dein Leben geht ja weiter, trotz chronischer Erkrankung. Muss weitergehen, darf weitergehen. Und das Letzte ist eigentlich so das Wichtigste. Es darf auch mit Krankheit weitergehen. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel. Wir wollen langfristig, trotz unserer Erkrankung, Lebensqualität haben. Wir möchten an Dingen teilnehmen, wir möchten unser Leben weiter gestalten können. Aber die Realität sieht oft so aus, dass viele Leute sich ins Auto setzen, auf Gas drücken und gleichzeitig auf der Bremse stehen mit dem anderen Fuß, und zwar vor Angst. Aber jeder mit dem Führerschein weiß, Gas und Bremse gleichzeitig funktioniert nicht, kommst du nicht weiter. Also müssen wir die Angst ein bisschen minimieren, damit wir uns langsam vortasten und schrittweise weiterkommen. Was können wir jetzt also so ein bisschen tun, um selbst so ein bisschen dem was entgegenzustellen oder zumindest diese Angst aufzulösen? Das Erste, und das ist Schritt Nummer 1, sich selbst gegenüber zu akzeptieren, das immer wieder absagen, immer wieder verzichten, immer wieder sich selbst isolieren und vorsichtig sein, langfristig nicht die Lösung sein kann. Langfristig nicht die Lösung ist. Und ich habe mit meiner medizinischen Historie gelernt, dass Angst sehr oft, gerade wenn es um die Gesundheit geht, sehr oft fehlendes Wissen ist. Und je weniger du an medizinischem Wissen hast,
desto höher ist oft die Angst, weil wir hilflos sind, weil wir uns getrieben fühlen. Es ist ein Rattenschwanz, der dahinter hängt. Und deswegen habe ich auch mal irgendwann diesen Spruch gebracht, werde ein informierter Patient. Und an dieser Stelle muss man ganz klar sagen, du musst kein Medizin studiert haben, aber es schadet einfach nicht, sondern es hilft viel mehr, wenn du für dich lernst, Prozesse, die in deinem Körper stattfinden, zu verstehen. Warum wird dein Darm gerade unruhig? Warum hast du an dem einen Tag Durchfall, an dem anderen Tag Verstopfung? Du brauchst eine gute Körperverbindung und das nötige Wissen, das dich durch deinen Alltag bringt. Und genau das ist der Grund, warum ich über Jahre jetzt mittlerweile Content produziert habe, mit Ärzten zusammen. Findest du alles auf diesem YouTube-Kanal oder auf meinem Podcast. Warum ich Checklisten entworfen habe. Warum ich mein Coaching anbiete als Verbindung zwischen meiner eigenen Krankengeschichte und meiner professionellen Geschichte als systemischer Coach und Sozialarbeiter. Du kannst heutzutage dein Wissen hochschrauben und ich bin jedem Arzt dankbar, der in dieser Zeit ein Buch schreibt. Denn davon profitieren wir alle am Ende. Nächster Schritt, der mir schon immer geholfen hat, ist, plane deinen Abbruch mit. Ich habe es irgendwann als zu leicht empfunden, immer abzusagen. Das war irgendwann mir gegenüber so, ich gehe in eine Schonhaltung, der ich selber nicht gerecht werde, wo ich immer verliere. Und das kann es ja nicht sein. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, dass mein Körper quasi immer gewinnt, was auch nicht stimmt. Und ich immer zurückstecken muss. Vielleicht kennst du das. Und irgendwann habe ich angefangen, grundsätzlich den Abbruch mitzuplanen. Bei allem, was ich so mir vorgenommen habe. Ich weiß grundsätzlich immer, wo die Toiletten sind, wenn ich irgendwo zusage. Ich weiß, was ich machen kann, wenn ich plötzlich nicht mehr kann. Und das Schöne ist, je ausführlicher ich den Abbruch geplant habe, das habe ich auch wirklich festgestellt, desto weniger findet er statt. Und das ist wirklich etwas, wenn man da mal ganz kurz drüber nachdenkt, warum ist es so? Weil du viele Szenarien durchgegangen bist, dir was zugetraut hast und der Stress dadurch geringer wird, weil du weißt, wenn es nicht klappt, mache ich das. Der nächste Schritt steht einfach fest bei der Planung. Und das hilft in so vielen Fällen. Und ich erzähle dir jetzt hier nicht nur irgendwie einen Schwank aus meinem Krankheitsleben, sondern das sind die Erfahrungen, die ich auch im Coaching, in der Arbeit mit Menschen gesammelt habe. Und ich sehe zum Beispiel im Sommer immer deren Instagram-Profile, wie die plötzlich im Urlaub sind, wie die Dinge machen, die vorher völlig absurd klangen. Und ich sehe, wie sie aufblühen. Ich sehe, was sie alles plötzlich machen können, wie sie Lebensfreude wieder ausstrahlen. Und ich mache dieses Video jetzt auch, weil ich vor ein paar Tagen eine Nachricht bekommen habe von einer Frau, mit der ich vor 3 oder 4 Jahren gearbeitet habe, die seitdem immer noch in Remission ist. Und die mir erzählt hat, was sie alles aufgebaut hat und gemacht hat und was sie heute kann, was sie früher sich nicht zugetraut hat. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Krankheit den größten Teil unseres Lebens einnimmt. Und ich weiß, dass es viel Arbeit ist und ich weiß, dass es viel Kraft kostet, sich immer wieder zu reflektieren, immer wieder Dinge von vorne zu beleuchten, immer wieder Nein zu sagen zu anderen, sich immer wieder neu zu erklären. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber letztendlich ist es immer eine Investition in sich selber und wir bekommen kein Geld dafür, aber wir bekommen Energie dafür. Wir bekommen langfristig Lebensfreude und Lebensenergie zurück. Mal ganz kurz hier stehen bleiben. Hast du den Kanal eigentlich schon abonniert? Der wächst nämlich gerade und du könntest ihn unterstützen. Es hilft Menschen, ich sag's dir. Danke. Noch ein Champions League-Tipp, weil du dran geblieben bist. Oft sind wir Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung diejenigen, die das Worst Case wunderbar zerdenken können. Perfektioniert sind wir meistens darin, das Worst Case zu durchdenken, zerdenken. Was wäre denn eigentlich, wenn wir mal das Best Case
ein bisschen zerdenken würden. Was gewinnst du kurzfristig, was gewinnst du langfristig, worauf könntest du dich freuen? Und schon haben wir plötzlich das Ganze von der anderen Seite geflippt. Wir haben die Münze umgedreht. Das lohnt sich. Ich habe vor ein paar Tagen diesen Spruch gehört, dass die Angst sowieso immer dabei ist. Und deswegen kannst du sie eigentlich auch akzeptieren und einladen, dabei zu sein. Nimm sie mit auf deine Reise. Nimm sie mit auf den Geburtstag. Sie darf sich hinten auf den Rücksitz setzen. Sie darf ihre Bedenken äußern. Sie darf grummeln. Sie darf Dinge sagen. Aber sie darf auf gar keinen Fall an Steuer. Und wenn man sich das visualisiert, das hilft auch schon. Bekommt man diese Angst und diese ganze Situation jemals in den Griff? Das werde ich oft gefragt, wenn ich Dinge mache wie Achterbahn fahren nach einem Darmriss und wenn ich einfach mein Leben aktiv hier auch zeige auf Social Media. Wie kommt man da hin? Kommt da jeder hin? Pauschal möchte ich da nicht wirklich drauf antworten, weil das ist halt nun mal sehr individuell. Wir haben eine individuelle Erkrankung, aber es ist schon so, dass die Reise anstrengend ist, dass die Reise neu durchdacht werden muss. Wir müssen halt einstudierte Dinge, anerlernte Dinge, die wir schon immer gemacht haben, hinterfragen. Ich musste damals jeden Stein umdrehen, jede Gewohnheit neu überdenken und neu gestalten. Das kostet erstmal Kraft, aber langfristig profitiert man davon. Ja, man kann Dinge auflösen und das sehe ich nicht nur in meinem eigenen Leben, das sehe ich auch in der Arbeit mit vielen, vielen Menschen in den letzten Jahren, die auch sehr viel Arbeit in sich und in ihren Weg investiert haben. Und ich kann dir sagen, es lohnt sich. Und mir ist es wirklich egal, ob du eine Psychologin, einen Psychologen mit da reinnimmst, ob du, um Traumata zum Beispiel aufzuarbeiten, ob du einen systemischen Coach mit mich dazu nimmst zur Begleitung, ob du das alleine für dich machst. Das ist deine individuelle Geschichte. Mir ist wichtig, dass du nicht im Stillstand verharrst und nicht den Stillstand als normal ansiehst und ihn akzeptierst. Am Ende ist es nicht der Verzicht oder das Absagen oder die Isolation, die dich aus dem Stillstand rausholen, sondern es sind funktionierende Systeme, die du für dich individuell aufgebaut hast und die für dich individuell passen. Die helfen dir, diesen Stillstand aufzulösen, den Fuß von der Bremse zu nehmen, während du auf Gas tippst und nicht Vollgas gibst. Alles fängt immer erst mit einer Entscheidung an und deswegen vertrau dir bitte selber und fang jetzt an, dir deine individualisierten Systeme aufzubauen, die für dich wirklich funktionieren. Was funktioniert, darf bleiben, was nicht funktioniert, fliegt raus. Ich hoffe, da war heute ein Gedanke dabei für dich, der dir gut tat. Lass mir gerne deine Gefühle, deine Gedanken dazu in den Kommentaren da. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns recht bald wiedersehen, du, ich und mein Kron. Und bis zum nächsten Mal. Bis bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Mach's gut, ich bin raus. Tschüss, dein Kai.